Hallo und herzlich willkommen im Light Novel Dungeon. Ich bin Stefan und heute bringe ich euch Tag 1 der Goblin Slayer Woche. Eine Woche, in der wir uns ganz viel mit Goblin Slayer beschäftigen werden. Wobei in diesem Video cheat ich ein bisschen, denn das Review, was ich euch heute hier vorstellen möchte im Video, ist eigentlich schon über ein ganzes Jahr alt. Es geht um Goblin Slayer Band 1. Er trägt einen Eisenhelm und eine billige Rüstung. Sein Auftrag? Goblins töten. Erfahrt in diesem Review, was passiert, wenn klassische Pen-and-Paper-Rollenspiele auf Light Novels treffen. Ich bin hier, um Goblins zu töten. So würde der Goblin Slayer sein Buch wahrscheinlich beschreiben. Damit wäre der Artikel hier aber ganz schön kurz und ziemlich schnell zu Ende. Ein bisschen mehr habe ich euch zum ersten Band von Goblin Slayer dann doch zu erzählen. Offizielle Beschreibung. Zusammen mit ihren Kameraden gerät eine junge Priesterin in den Hinterhalt einer Horde Goblins. Sie wähnt ihr Schicksal schon besiegelt, als plötzlich eine Gestalt in Rüstung vor ihr erscheint und sie vor einem grausamen Tod rettet. Es ist der Goblin Slayer, ein einsamer Abenteurer, der nur ein Ziel hat: Goblins töten. Ja, das war die offizielle Beschreibung des deutschen Ultraverse Verlages zum Goblin Slayer. Allgemeine Informationen. Der Autor Kumo Kagyo nimmt uns in seinem Buch mit in eine düstere Fantasy-Welt und dabei erhält er Unterstützung von Noboru Kanatoki, der die Novel mit ein paar schönen Illustrationen zum Leben erweckt. Die Light Novel wird vom Ultraverse Verlag herausgegeben. Die Übersetzung des Buches aus dem Japanischen stammt von Lasse Christian Christiansen. Ihr wollt noch mehr Informationen zur Light Novel? Mehr allgemeine Infos zu dieser Novel könnt ihr dem Eintrag zu Goblin Slayer in unserer Liste der deutschen Light Novels entnehmen. Einen Link in der Beschreibung. Das Buch kommt in einem kleineren Format als die Standard-Novel aus den USA, ist allerdings größer als eine Novel im Bunkobon-Format, was DIN A6 entspricht. Den Novels legt Ultraverse in der Erstauflage auch ein kleines Extra bei. Hat man ein Buch der Erstauflage, so sind darin noch eine Charakterkarte und ein Lesezeichen mit einem Charakter darauf enthalten. Dieses Mal der Goblin Slayer. Leider hatte ich in diesem ersten Band etwas Pech und die Extras haben gefehlt, obwohl ich ein Buch der ersten Auflage in den Händen hielt. Eine E-Mail an den Ultraverse Support später wurden mir die fehlenden Extras gesondert zugesandt. Danke an den freundlichen Support an dieser Stelle. Die Novel hat ein typisches Glanzcover, die Farbseiten und alle Seiten des Buches sind auf mattem Papier gedruckt. Die Seiten des Buches sind auch weißer, als es bei den amerikanischen Veröffentlichungen der Fall ist. Die Charaktere. Die Illustrationen stammen von den Charakterkarten, die den ersten Editionen bis Band 7 beiliegen. Die Beschreibungen sind ebenfalls den Karten entnommen. Goblin Slayer, der eigentümliche Abenteurer, der vor allem im westlichen Grenzland aktiv ist. Allein mit der Jagd auf Goblins erreichte er den Silberrang, den dritthöchsten aller Abenteurerränge, und ist dafür weit über das Grenzland hinaus bekannt. Ich bin dieser Goblin. Die Priesterin. Sie ist ein herzensguter Mensch und begleitet Goblin Slayer auf seinen Abenteuern. Der raubeinige Abenteurer sorgt jedoch immer wieder dafür, dass sie sich in brenzlichen Situationen wiederfindet. Beschützen, heilen und retten. Die 3 Lehren der Erdmutter. Die Gildenangestellte. Sie arbeitet für die Gilde und ist Goblin Slayer sehr dankbar dafür, dass er sich der sonst unbeliebten Goblin-Aufträge annimmt. Wie kann man nur ohne Stift und Papier auf ein Abenteuer gehen? Die Kuhhirtin. Sie ist Goblin Slayers Kindheitsfreundin und arbeitet auf dem Bauernhof, den auch Goblin Slayer sein Zuhause nennt. Für sie waren immer das Wetter, das Vieh, die hergestellten Lebensmittel und natürlich er immer sehr wichtig. Die Hochelfen-Bogenschützin. Eine junge Elfe, die Goblin Slayer auf seinen Abenteuern begleitet. Sie ist eine begabte Waldläuferin und Bogenschützin. Die Unwissenden sind gesegnet. Schließlich ist Lernen das allergrößte Glück. Ein Sprichwort der Elfen. Der Zwergenschamane. Ein Zwerg, der begabt in den Künsten der Magie ist und Goblin Slayer auf seinen Abenteuern begleitet. Edelsteine und Metall sind vor dem Schmieden einfach nur Gestein. Zwerge bewerten Dinge nicht nach ihrem Aussehen. Und zuletzt noch den Echsenmenschenmönch. Ein Echsenmenschenmönch, der Goblin Slayer auf seinen Abenteuern begleitet und einen furchterregenden Drachen als seinen Vorfahren verehrt. Ein Drache läuft niemals davon. Neben dieser kleinen Auswahl gibt es noch ein paar Abenteurer, die verschiedene Nebenrollen ausfüllen. Meine Meinung zu Goblin Slayer Band 1. Direkt wenn man das Buch in die Hand nimmt, fällt einem etwas auf.
Ich rede hier nicht von den schönen Cover-Illustrationen und den hübschen Farbseiten am Anfang der Novel. Ich meine die Tatsache, dass es sich bei diesem Buch mal nicht um eine Geschichte handelt, die ein Isekai ist. Stattdessen serviert uns der Autor mit Goblin Slayer eine klassische, wenn auch düstere Fantasy-Story. Weiter oben wird euch sicher eine Besonderheit dieses Werkes aufgefallen sein. Die Namen der einzelnen Personen und Abenteurer können nämlich generischer nicht sein. Sie heißen einfach wie der Beruf, den sie ausüben. So heißt die Priesterin der Gruppe einfach Priesterin und die Gildenangestellte einfach Gildenangestellte. Ein wenig mehr Einfallsreichtum hätte der Autor für die Figuren wenigstens haben können. Auffällig an dem Werk ist, dass es erstaunlich viele Inspirationen aus klassischen Pen-and-Paper-Rollenspielen, wie beispielsweise Dungeons & Dragons aufweist. Dies wird vermutlich daran liegen, dass der Autor selbst begeisterter Pen-and-Paper-Spieler ist und auch die Idee zum Goblin Slayer in diesem Umfeld entstanden ist. Was genau ich damit meine, werde ich euch noch in einem Special zur Goblin Slayer Light Novel in dieser Woche näher erläutern. Es würde nur einfach den Rahmen des Videos sprengen, hier alles aufzuzählen. Der Autor erzählt uns mit Goblin Slayer eine eher düstere Fantasy-Geschichte, die stellenweise sehr explizite Gewalt beinhalten kann. Schon auf den ersten paar Seiten findet man Tote, Gedärme, auslaufende Körperflüssigkeiten und Vergewaltigung. Durch diesen eher abschreckenden Ersteindruck kann es als Neueinsteiger in der Serie sehr schwer sein, mit der Serie etwas anfangen zu können. Dabei versteckt sich in diesem Buch trotz der ganzen expliziten Gewalt eine gute Geschichte. Anders als in gewissen Stellen des Anime, ja, ich rede von der sehr bildhaften Vergewaltigung in Folge 1, kommt mir die Light Novel schon wieder etwas geschmackvoller vor. Die Beschreibungen der Vergewaltigungen von Goblins beschränken sich auf sehr kurze Abschnitte, meist 1 oder 2 Sätze, und es wird auch nicht allzu sehr ins Detail gegangen. Es steht dann wirklich nur da, dass sich die Goblins an dem Mädchen vergangen haben. Man sollte sich aber dennoch auf ein paar Sachen gefasst machen bei dieser Novel. Dennoch findet das Buch für mich eine gute Mischung aus blutiger, düsterer Action und entspannteren Momenten. Man hat also immer wieder einen schönen Wechsel zwischen entspannten Passagen, die der Autor nutzt, um seine Charaktere näher zu beleuchten, und den brutalen Action-Szenen im Buch. Dies sorgt dafür, dass man eine gute Abwechslung hat und die Geschichte sich frisch anfühlt. Betrachten wir doch als nächstes unsere Party aus Goblin Slayer, Priesterin, Hochelfen, Bogenschützin, Zwergenschamanen und Echsenmenschenmönch etwas näher. Auf den ersten Blick wirken die Charaktere durchaus sehr klischeehaft. Goblin Slayer als furchtloser Damage-Dealer, die Priesterin mit frommem Glauben und einem eher zarten Gemüt, die Hochelfen-Bogenschützin, die etwas hochnäsig ist, der Zwergenschamane, der stolz auf seine Ahnen und das Zwergenvolk ist, und der Echsenmenschenmönch, der immer relativ gelassen und ausgeglichen wirkt. Typische Klischees werden in diesem Buch auch durchaus für den ein oder anderen Witz bedient. Als Auflockerung ist es daher schon mal ganz lustig zu erleben, wie der Zwerg und die Elfe sich schon mal streiten, wie man es aus verschiedenen Fantasy-Geschichten kennt. Ich hoffe, in den nächsten Bänden mehr Entwicklung in den 3 neu dazugestoßenen Charakteren zu sehen. Der Autor hat sich in diesem Band vor allem auf die Entwicklung des Goblin Slayers und der Priesterin konzentriert, welche mir sehr gefallen haben. Der Goblin Slayer selbst ist sehr interessant. Er ist nämlich das, was man sich unter einem Veteranenabenteurer so vorstellt. Mir hat sehr gut gefallen, wie der Goblin Slayer von Anfang an sehr methodisch und gründlich dabei vorgeht, die Goblins, die er jagt, alle zu töten. Es ist die Art und Weise, wie er sein Vorgehen plant und sein Wissen über die Goblins nutzt, um sie zu besiegen, die ihn mir fast schon sympathisch macht, obwohl er immer etwas gefühlskalt und wortkarg daherkommt. Der Goblin Slayer weiß, dass er kein Übermensch ist und versucht das durch seine Intelligenz auszugleichen. Dabei macht er im Laufe des Buches auch eine Entwicklung durch und lernt, die Hilfe anderer anzunehmen. Die Priesterin ist das genaue Gegenteil zum Goblin Slayer. Eine blutige Anfängerin. Als der Goblin Slayer sie auf ihrer ersten Mission gerettet hat, schließt sie sich ihm an und beginnt von ihm zu lernen. So reift sie im Verlauf des Buches merklich und wächst zum Ende hin auch ein bisschen über sich hinaus. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wie es mit den ganzen Charakteren in den nächsten Bänden so weitergeht und wie sich diese entwickeln. Der erste Eindruck, den ich mit dem ersten Band dieser Serie gewinnen konnte, stimmt mich positiv. Aber auch auf der Seite der Gegner hat sich der Autor ebenfalls Mühe gegeben. Denn er hat gute Arbeit geleistet, dass man als Leser die Goblins irgendwie verabscheuen muss. Und das ist in diesem Fall etwas Gutes. Der Autor macht es uns einfach, die Antagonisten in diesem Buch nicht zu mögen, da sie rauben, stehlen und sich an allem vergehen, was sie in ihre kleinen Finger bekommen können. Am besten haben mir auf dieser Seite aber die großen Hobgoblins, Champions und Goblin Lords gefallen, da diese, anders als ihre Artgenossen, über eine herausragende Intelligenz verfügen. Sie organisieren die Goblins und machen sie damit zu einer wirklichen Gefahr für die Abenteurer. Und das führt zu ein paar interessanten Ereignissen im Buch.
Wir dürfen gespannt sein, was sich unserem Goblin Slayer als nächstes in den Weg stellt und welche Pläne er als nächstes aus der Tasche zieht, um die Goblins zu vernichten. Lokalisation und Übersetzung. Altraverse hat mit seiner Übersetzung ins Deutsche an und für sich einen ordentlichen Job geleistet, sodass man eigentlich nicht viel darüber reden müsste. Insgesamt liest sich die Übersetzung ganz gut, sie ist verständlich und einfach gehalten, allerdings hat sich Altraverse bei der Übersetzung ein paar Pannen geleistet. An der einen oder anderen Stelle findet man im Buch einen Rechtschreibfehler oder einen fehlenden Buchstaben. Die Fehler hätte man wohl mit besserem Quality-Checking vermeiden können. Es ist immer ärgerlich, wenn sowas passiert, es hinterlässt keinen guten Eindruck beim Leser. An einer anderen Stelle findet sich eine Inkonsistenz im Buch bezüglich der Ränge, die ein Abenteurer haben kann. Zu Beginn von Kapitel 4 werden uns 3 Abenteurerinnen des Stahlrangs vorgestellt. Im nächsten Zwischenkapitel gibt es dann eine Erklärung der Gildenangestellten zu den 10 Abenteurerrängen. Dabei ist dem Übersetzer leider ein Fehler unterlaufen. Der 8. Rang wird dabei fälschlicherweise als Eisenrang betitelt, korrekt wäre es der Stahlrang. Ich habe die Fehler, die mir aufgefallen sind, per E-Mail an Altraverse weitergegeben. Mir wurde versichert, dass die angesprochenen Fehler für den Nachdruck bedacht und korrigiert werden. Die angesprochenen Unstimmigkeiten sollten also nur in der Erstauflage des ersten Bandes zu finden sein. Fazit: Insgesamt kann ich festhalten, dass es sich bei Goblin Slayer Band 1 um eine klassische Fantasy-Geschichte handelt, die aber auch durch ihre düstere Welt und die explizite Gewaltdarstellung am Anfang des Buches etwas schwer zu lesen sein kann, weil sie doch sehr abschreckend wirkt. Von mir bekommt das Buch eine klare Empfehlung für alle Fans klassischer Fantasy- und Pen-and-Paper-Rollenspielen. Vor allem als Kontrast zu den ganzen Isekai Light Novels, die im Moment den Markt überschwemmen, ist Goblin Slayer eine willkommene Abwechslung, da es hier eine eigene Welt bietet und man direkt mit Veteranen-Abenteurern starten kann. Die Action ist detailreich, wenn manchmal auch etwas zu sehr, beschrieben und das Buch liest sich durch den stetigen Wechsel zwischen entspannten Passagen und knallharter Action sehr angenehm und leicht. Wenn Altraverse auch noch das Quality-Checking in den Griff bekommt, kann ich die Serie jedem, der ein bisschen Abwechslung vom Isekai sucht und eine dunkle Story bevorzugt, ans Herz legen. Den ersten Band der Goblin Slayer Light Novel gibt es entweder im Shop von Altraverse bei Amazon oder sicher auch beim Buchhändler eures Vertrauens für einen Preis von 12 € zu kaufen. Die deutsche Übersetzung zu Goblin Slayer ist nur als Print erhältlich, ein E-Book dazu gibt es nicht. Erzählt mir doch gerne, was eure Meinung zum ersten Band von Goblin Slayer ist und schreibt mir einen Kommentar, was ihr von dem Band haltet. Und damit haben wir es auch geschafft für den ersten Tag der Goblin Slayer Woche. Morgen erwartet euch dann das nächste Review mit Band 2. Schaltet dann auch gerne wieder ein. Hat euch dieses Video gefallen? Lasst einen Daumen nach oben da, haut auf Abonnieren, damit ihr definitiv das nächste Video zu sehen bekommt und haut auf die Glocke, damit YouTube euch benachrichtigt, sobald es draußen ist. Wir sehen uns dann das nächste Mal im Dungeon. Bis dahin, tschüss.